Hi. Tomorrow will be the last regular season game against Wolfsburg. What are your expectations going into this game? I think it'll be an intense game because Wolfsburg is obviously a very important game for them. And I think on our end, it's important for us. It's the last game before playoffs, so we want to show up. And our coach spoke about having good habits and playing the right way still. And for the fans that are all coming out, it's important that we give our best for them, that they're supporting us at the game. And obviously it's a special night for us with Sandro's last game and Cody announcing his last game as well. So I think for us, we want to play really hard for them, create good habits, and have a good winning feeling heading into playoffs. And do you think the team's focus already shift to the playoffs a little bit? For example, not risking any injuries in the last regular season game? No, I think you can't look too forward. I think what our team's done well is to live in the present moment. And this week, it's a week where we have a game against Wolfsburg, and I think we're just enjoying that. Obviously, it's been nice to lock up third place for sure, and for sure you don't want anybody to get injured, but I think the best way to do that is just to do what we've done all year and prepare this week and come tomorrow and be ready to play. And how do you manage to still focus on the last game and not on the playoffs? I think it just goes back to also just enjoying the moment, living in the moment. You know, you can't take games for granted. Your professional career doesn't last forever, so I think every time we lace them up and go to play in front of the crowd and in front of the Tiger fans, it's a special moment, so I'm just looking forward to doing that tomorrow. And you already talked a little bit about the fans, and what kind of atmosphere do you expect tomorrow? I think it'll be great, as always, and maybe even a little extra special because of it being the last season game and everyone supporting our captain and Cody, and I think it'll be a really special game, and the crowd will be pretty electric, and I'm expecting it to be good as it always is. And looking back at the regular season, what are your general thoughts about the season the team had? Yeah, I think overall it was a good regular season for us. I think we are where we want to be. I think we are where we deserve to be. And we put together a pretty solid season for sure. And now we've set ourselves up in a good position for playoffs. And now onto your personal performance. So all of your 10 games this season were scored in this year. What do you think are the reasons? Yeah, it's a good question. I think the beginning of the year was a bit of an adjustment period for me. Just getting used to the new city, new team, new system and everything. And I think things are starting to click for me in the new year. A little bit of belief, confidence, opportunity, luck. You know, it's not just one thing. I think it all kind of came together for me. So I'm just happy that I was able to contribute down the stretch, and hopefully I can continue to do that. And lately you often played online with Sheehy and Sengeli. Do you think your line mates influenced your game? Definitely. I mean, we have talented players up and down the lineup, and I think it's a big strength of our team. No matter what combination you're going out there with, you know you're playing with good players. So I was playing with Timmy and Sandro earlier in the year, and I enjoyed that. They're solid players, and playing with Zangeli and Sheehy, they're also great players. And you pick a forward, you know they're all super talented. So I'm happy to be out there with them, and I think it's a big strength of our team that we have good depth. And after tomorrow you will have a break before the start of the playoffs. Do you think this break will be helpful for the team? Definitely. I think there's a saying that rest is a weapon, so I think having a couple of days to, I'm not sure how long it is between games, but a week and a day, I think that's super important at this point of the year. If players are feeling tired or any types of sickness or injury or anything like that, it's good to get some rest. And then once the playoff starts, it's a total battle. So I think it's definitely good to get a little bit of extra rest in. And how do you prepare yourself for the playoffs? Do you change your routine compared to a regular season game? I don't think so. I think you kind of do whatever's been working. So I'm sure we'll prepare extra, obviously, for Schwenningen strategically. But I think day to day, kind of do the same thing we've been doing that's been giving us success, and just be ready, because the intensity will ratchet up. Everything will be a little more intense, so just be ready for that and enjoy the moment and do the best you can. Thank you. Yeah.
Michael, maybe going back to that run you had in the second half with those 10 goals. I mean, it's not just a run which lasted just, 1 or 2 weeks, but basically the whole second half of the season. Does that change anything for you going into the future, into next season? Now that you've seen that you're able to be this productive over a long stretch in this league, does it kind of change your confidence going into next year already? Yeah, for sure. I think whenever you're having success in any part of your life, I think you gain confidence from that. And for me, it's just been to believe in my game, even when things weren't going well for me, you could say goal scoring wise, just to keep the confidence, keep the belief, keep working hard to believe that I was going to be successful this season. And I'm happy that it happened, and I'm happy that I could contribute to the team. And it just, I think it just aids in the confidence, and hopefully I can just continue that and now into the most important part of the year. And for you personally, the last couple of years, obviously in Iserlohn and Augsburg, you didn't really have the chance to play in the playoffs. So how does it kind of give you an extra edge finally having that chance to play in the playoffs in the DL? Must have been itching to finally get that opportunity. Yeah, absolutely. I'm so excited. I think you ask any hockey player, their dream is to play in the playoffs and play in the most important time of the year, most intense part of the year. And that had been a gap those few years that had really burned in me, that I really wanted to play in playoffs. And that was a big reason to come here to Strelven, because I knew we'd had a high chance of playing playoffs, and we did that this year. So I couldn't be more excited. Everyone loves this time of year. It's a result of the hard work we put in all season long, and now it's the playoff time. And after this game, of course, on Friday, it'll be playoff time. And then, I'm extremely excited, and I think everybody else is as well. Thank you. You talked about Sandro and Cody and their last game tomorrow. Is it something you are talking about with the players in the locker room right now? Not really. Not specifically. Obviously, everyone is aware of it, but it's not something we're exactly focusing on. It's something that whatever happens tomorrow will be a special moment, and we'll enjoy it. But I think we're just focused on the game as of now and playing a good game. But those guys have had unbelievable careers. What they've done has been incredible, and I think everyone has a huge level of respect for them in our dressing room, and we're happy for them that they were able to enjoy playing a career like this for so long and having successful careers. So I'm definitely excited to see how it will play out tomorrow. Okay, you're done. Thank Cool. you. Thanks. Thank you. Thank you. Gleiche Reihenfolge? Ja, Stefan. Können wir? Ja, oder? Jo. Alles klar. Ja, letztes Hauptrundenspiel morgen. Eure Position steht fest, Platz 3 ist fix. Für Wolfsburg noch ein sehr wichtiges Spiel um Platz 4, ums Heimrecht. Wie stellst du als Trainer da sicher, dass deine Mannschaft dagegen hält, dass deine Mannschaft genauso hungrig ist wie der Gegner? Well, ich denke, unser Ziel war, wir wollten Top 4, also Stück für Stück, also zuerst Playoff-Qualifikation, Top 6, Top 4 Heimrecht. Und ich denke, das dritte Platz war auch eine speziell kleinere Ziel, aber wir wollten es unbedingt, und wir haben das jetzt im Voraus geschafft. Ich fokussiere nicht unbedingt so auf Wolfsburg, das ist ihre Sache, ihre Tasse Tee, aber wir wollen schauen, dass wir uns so gut wie möglich präsentieren und unsere Playoff-Habits. Wir wollen schauen, dass wir rutschen nicht in eine bequeme Zone. Wolfsburg, beste Team in der Liga, die letzten 15 Spiele. It's a hot team. So ich denke, es ist gut, dass wir so gegen einen Gegner spielen, das bringt uns und hält uns auf ein Top-Level aus unserem letzten Spiel, bevor eine gewisse Pause, bevor die Playoffs beginnen. Das heißt grundsätzlich, unabhängig davon, wie jetzt die Tabellenkonstellation ist, misst du so dem letzten Hauptrundenspiel schon einen hohen Stellenwert bei, in dem Sinn, dass man eben in den Flow bleiben will, im Rhythmus bleiben will und dass man das schon in die Playoffs transportieren kann. Wir dürfen nicht vergessen, es ist schon eine Pause da, so wir wollen, dass unser letztes Spiel ist mit einem good feeling, Selbstvertrauen, Confidence, good feeling in die Playoffs hinein. So, habits,
Schnelligkeit, Spritzigkeit unserer Spielweise, dass wir alles schon fix haben und wir wissen, okay, wir sind ready for the playoffs. Glaubst du, ich glaube, bei den Spielern ist auch dieses Spiel wie jedes andere Hauptrundenspiel angegangen wird, oder ist da schon so im Hinterkopf, keiner will sich verletzen etc. vor den Playoffs? Ich denke, wir reden über das eigentlich drüber zu viel. It's a home game, it's a Heimspiel, es ist unser Zuschauer, das ist unser Zuhause. Und wir wollen nach unseren Regeln spielen. Das ist Straubing Tigers, die Pulverturm, die Fans, das ist unser Stolz. Es ist schon erwähnt, okay, wegen ein paar Spieler, it's a big moment, a big game. Und natürlich, wir wollen ebenfalls abgehen oder verlassen mit ein gutes Feeling für diesen Spieler, aber auch für uns selbst als Team. Und ganz ehrlich, das wird auch zu nicht oft und darüber gesprochen. Wir haben ein Spiel, wir wollen vielleicht ein paar Sachen austesten vor den Playoffs, aber wir wollen das, unser Top-Level, das Good Habits und Playoff-Eishockey, Schnelligkeit, Spritzigkeit, Good Defense, wir wollen das alles gut abschließen. Natürlich ist es immer ein gutes Feeling, wenn wir vom Eis gehen als Sieger und wie gesagt, dieses Good Feeling, Confidence in the Playoffs, wir sind ready. Wie schwierig war es da in Schwenningen dagegen zu halten? Die Konstellation war ja ein bisschen ähnlich, weil es für Schwenningen ja schon, kann man schon sagen, noch um einen Tick mehr ging als für euch in dem Spiel. Sie hatten die Chance, daheim Platz 6 klar zu machen. Also da hatte man ja schon den Eindruck, dass da so mit dem Publikum im Rücken, dass da wirklich die Halle gebrannt hat, auf gut Deutsch. Ja, aber ebenfalls ein guten Test für uns und wir wissen jetzt, wenn man schaltet das mit Schwenningen, okay, wir wissen, was wir brauchen, um Schwenningen zu schlagen und in Schwenningen zu spielen. Und das ist auch eine Mentalsache und zu wissen, okay, wir wissen, Wolfsburg kommt mit voll Kraft und Desperation, um Heimrecht zu behalten. Aber ebenfalls, wir haben die Gelegenheit, eine gewisse Spoiler-Rolle zu spielen und wir können damit ganz gut umgehen und sagen, also nicht in unser Haus und es gibt nicht umsonst hier in Straubing zu holen. Es wurde schon angesprochen, eben mit Michael, letztes Hauptrundenspiel morgen für Sandro, letztes Hauptrundenspiel für Cody. Ist es für dich als Trainer auch, wenn du dran denkst, ein Stück weit emotional, also du hast mit Sandro jetzt sehr lange zusammengearbeitet, Cody war jetzt auch einige Jahre hier, also ist ja keine alltägliche Konstellation. Well, ich denke, wir wollen alle unser Bestes geben für die Zuschauer. Wir wollen alle unser Bestes geben. Das ist ein besonderer Abend für diese Männer, die hervorragende Führungskraft, Leistung, ihren Anteil gegeben, diesen Verein zu helfen. Und wir sind eine Persönlichkeit, der Charakter, die Widmung, die Arbeit, die Opferbereitschaft, was diese Männer hier in der Verein gebracht haben. Und es ist eine Ehre für mich als Trainer, diesen Spieler zu haben. Du hast schon angesprochen, Wolfsburg ist in den letzten 15 Spielen die beste Mannschaft in der Liga. Ich glaube 30 Punkte geholt in den 15 Spielen. Wie siehst du deren Entwicklung im Saisonverlauf? Also wo siehst du da die größten Fortschritte? Weil man hat den Eindruck, sie laufen wieder so ein bisschen unterm Radar. Wolfsburg ist bekannt für good defensiv, wobei sie haben auch sehr starke Sturmformation. White ist wieder da. Ich denke, wir werden schon haben gesehen gegen Nürnberg eine andere Konstellation. Die sind gesund, die haben viele Leute da, die haben eine Qual der Wahl jetzt mit extra Ausländer und sie kommen mit 4 Reihen und ist eine tief besetzte Mannschaft. Und ich denke auch mit White und dann auch die Verpflichtung von Muller. Die Wilkie ist momentan sehr stark, Archibald. Sie haben sehr tiefe im Kader und die sind sehr torgefährlich vorne. So, it's a good skating team, heavy team, good defense. It's a good all-round game für uns. Es ist allgemein ein gutes Spiel für uns. Das letzte Spiel, das unser Level, unsere Spielweise wird nicht absinken in ein Gebiet, wo wir sagen, hey, das ist nicht unser Eishockey, wir wollen das nicht Playoffs kommen und so weiter. So, ich denke, dass Wolfsburg
mit der Zeit die Kader, gesunde Spieler wieder zurückgekommen und dementsprechend Widmung, guten Tormänner. Und wir wissen, dass wir müssen Verkehrsforce Tormann bringen und viele Schüsse aufs Tor bringen. Für dich persönlich war der Fokus in den letzten Tagen wirklich noch ausschließlich auf das letzte Spiel, auf Wolfsburg, oder hast du die Gelegenheit genutzt, dass eben euer Gegner schon feststeht für das Viertelfinale, dass du da auch schon mal in die Vorbereitung ein bisschen eingestiegen bist auf die Serie gegen Schwenningen? Haben wir schon eingebaut gestern, aber nicht in Tiefe gesprochen über Schwenningen, aber wir haben schon eine gewisse Übungen eingebaut, eher spezifisch für Schwenningen, gemischt mit unserer normalen Routine, und heute ist normale Routine, wir spielen gegen Wolfsburg morgen, ein Schritt nach dem anderen, morgen ist Wolfsburg, Playoffs kommen, wenn Playoffs kommen, wir sind noch nicht da. Wie ist die Personalsituation vor dem Spiel morgen, sprich kann Marcel Brandt wieder spielen und wie ist der Stand bei Matt Bradley? Marcel Brandt ist wieder da, der spielt morgen. Bradley, die ursprüngliche Situation ist nicht so schlimm als ursprünglich gedacht, so er ist auf einem guten Weg. Also das heißt, ihr habt Hoffnung, dass er wann wieder spielen kann? Also das klingt jetzt für mich so, dass auf jeden Fall die Saison noch nicht abgehakt ist für ihn. Die Saison ist gar nicht abgehakt für ihn. Das heißt, kann auch im Viertelfinale schon klappen, dass er wieder spielt. Marcel ist wahrscheinlich, dass er dieses Spiel noch machen kann, darf man wahrscheinlich nicht unterschätzen, weil wenn er jetzt die Pause das Spiel nicht machen hätte können, dann hätte er bis zum ersten Playoff-Spiel einen Monat nicht gespielt. Also für ihn wahrscheinlich besonders wichtig das Spiel dann morgen, oder? Ja, es ist eine gute Rückkehr für ihn, er ist top motiviert. Hast du schon entschieden, wer im Tor steht morgen? Vogel spielt morgen im Tor. Okay. Grundsätzlich, du hast ja vorhin gesagt, ein bisschen was kann man auch ausprobieren in der Konstellation. Was heißt es konkret? Heißt es zum Beispiel, dass man vielleicht auch die Eiszeit ein bisschen anders verteilt, als wenn es jetzt noch um alles gehen würde? Also gibt man da vielleicht dem einen oder anderen Spieler, der jetzt in der Saison auch viel gespielt hat, ein bisschen weniger Eiszeit, dafür einem anderen ein bisschen mehr? Ist möglich. Es gibt mir auch die Gelegenheit, ein paar Verteidiger vielleicht mehr Eiszeit zu bekommen und Samuelson und Brown ein bisschen zu schonen. Marcel wird top motiviert, der wird viel spielen. 40 Minuten. Das kann in verschiedene Formen, Art und Weise kommen, und ich möchte nicht allzu viel sagen. Wir werden sehen, wie das Spiel läuft, und wir werden dann dementsprechend vielleicht für diesen Drittel das passieren und für den anderen Drittel etwas anderes probieren. Aber grundsätzlich es sind eher Kleinigkeiten, nicht große Sachen, dass die Spieler... Also du wirst jetzt nicht alle Reihen umbauen, sondern es geht eher um kleine Details. Ja, so ist es, genau. Weil der Fokus ist auf dem Spiel, Wolfsburg zu gewinnen. Und nicht allzu, ich möchte nicht, dass die Mannschaft irgendwie abgelenkt ist, mit allzu großen Sachen zu ausprobieren. Aber auf jeden Fall, vielleicht die normale Auge wird das nicht sehen, aber wir als Trainers können was beobachten. Dann zum Ende noch kurz zu dir. Du ist gestern veröffentlicht worden unter den Kandidaten für den Trainer des Jahres in der DL. Wie ich dich kenne, machst du dir jetzt nicht so viel aus der persönlichen Auszeichnung, aber es ist schon eine nette Bestätigung, oder? Ist eine nette Bestätigung. Ich denke, das ist eine Auszeichnung für die Mannschaft. Für was die Mannschaft dieses Jahr geleistet hat, die ganze Saison. Wir haben über die Konstanz geredet, wir haben über Defensiv gesprochen, zweiten Liga mit Gegentor, ebenfalls zweiten Liga mit Tore geschossen. Und ich denke, das ist eine auszeichnende Mannschaft. Und ich denke auch, der Mann, der nicht genügend Anerkennung bekommt, Rob Liesk, weil er ist mit mir involviert in jede Entscheidung und hat seine Sachen, wofür er verantwortlich ist, und er soll ebenfalls genauso dementsprechend Anerkennung bekommen. So, als Trainer-Team mit Manu und Gio, Rob Liesk insbesondere, für uns das ist schon eine nette Anerkennung, aber große Anerkennung für die Mannschaft, für was sie geleistet haben.
Neben dir sind ja noch Thomas Pokel und Steve Walker auf der Liste, die jetzt auch mit Clubs, die jetzt vielleicht nicht die finanziellen Mittel haben, wie Mannheim, München, Berlin, die trotzdem mit ihren Clubs in den Top 6 stehen oder sogar ganz oben wie Bremerhaven, ist schon auch so ein Spiegelbild der Saison, die Liste, oder? Wenn man jetzt auch sieht, wer in den Top 6 steht, wo dafür Köln steht, wo Mannheim steht, wo Ingolstadt steht. Also es war, die Tabelle hätte jetzt vielleicht vor der Saison nicht jeder so vorhergesagt, glaube ich. Kann man schon, das spiegelt die Liste wieder. Ja, ich glaube, viele haben das nicht vorhergesagt. Aber wir arbeiten jeden Tag. Die Mannschaft arbeitet jeden Tag. Sie kommen jede Woche zum Training, voll motiviert. Und sie sagen auch, was wir wollen. Sie haben das direkt von Anfang der Saison umgesetzt. Und ich bin etwas unbequem in dieser Situation. Ich möchte nicht, dass der Rampenlicht auf mich schaut. Und ich möchte, dass es schaut an die Leute, die das verdient haben. Und das sind die Spieler, die Mannschaft, auch Jason und General Manager, die das alles zusammengestellt hat. Hervorragende Arbeit für die Verpflichtungen. Aber wie gesagt, der Motor unter der Haube, Rob Liesk, ist sehr wichtig, dass auch dementsprechend Anerkennung und nicht nur mir persönlich in meinem Namen, aber wir arbeiten an unser Bestes, wir wollen Erfolg haben und es ist schön, dass man diese Nominierung bekommen hat. Danke dir. Fragen? Nochmal ergänzend zu der Frage vorhin. Es ist jetzt eine Woche Pause, das heißt, du wirst aber auch alle 3 Kontingentverteidiger morgen spielen lassen und keinen, die haben doch relativ viel Eiszeit gehabt, einfach mal auch mal ein Spiel nicht spielen lassen. Ja, ich denke, die Pause ist zu lang. Wenn heute wäre ein Sonntagsspiel nach einem Freitag, aber wir haben eine komplette Woche und dann ein Spiel und dann wieder eine Woche. Ich denke, dass die Pause wäre einfach dann in dem Sinn dann zu lang. In Schwenningen hat man jetzt 43 Schüsse aufs eigene Tor bekommen, was relativ ungewöhnlich ist, dass man über 40 Schüsse bekommt in der Saison. Ich glaube, war erst einmal der Fall oder so. Liegt das auch an der kleinen Eisfläche oder hast du andere Gründe auch gesehen? 2 Kämpfe gewonnen, beziehungsweise verloren. Ich denke, kleine Eisflächen vielleicht in dem Sinn mit Puck-Management, aber ich denke, wir haben das phasenweise gut gemacht und ich denke, dass unser zweiten Drittel war eigentlich in Ordnung und Unterzahl, Schläger gebrochen, wir spielen 3 gegen 5 im Prinzip und dann es kommt von einem Bullyzug, okay, 2-2 im dritten Drittel, es liegt immer noch in unseren Händen und im dritten Drittel man hat diesen Desperation, diesen Alles oder Nichts von Schwenningen und ich denke, dass wenn wir genauso in der Situation stehen würden, würden wir das ebenfalls den Spiel für uns entscheiden. Man sieht jetzt zum ersten Mal in dieser Saison so eine bisschen Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen. Also man hat jetzt von den letzten 7 Auswärtsspielen 6 verloren, von den letzten 7 Heimspielen 6 gewonnen. In diesen Heimspielen nur einmal mehr als 2 Gegentore kassiert, auswärts dafür immer mehr als 3 Gegentore kassiert. Das ist jetzt zum ersten Mal eigentlich so in dieser Saison, dass das so ein bisschen die Schere auseinander geht. Ist das Zufall oder hast du da auch Gründe dafür? Ich würde nicht so viel hineinlesen, Tobi. Aber hast du Gründe dafür oder war es einfach nur jedes Spiel individuell anders oder gibt es allgemein von was man dazu sagen kann? Well, wir haben umgebastelt ein bisschen an unserer Spielweise. Dann haben wir wieder umgestellt und ich denke, das hat alles besser gemacht. Ich denke, das ist die eine Sache. Und ich denke, dass die andere Sache ist, wir haben uns schon zu einem gewissen Punkt erreicht, wo wir sagen, okay, und ich denke auch, ist sollte erreichbar, ist es möglich in der Hand, ist es nicht da. Und ich denke, dass wir haben uns ganz bewusst auf unser Ziel geschafft, auf 3. Platz. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß nicht, ob ich gerne 1. oder 2. Platz haben würde jetzt wollen. Wie ich das auf mein Deutsch sagen kann. Also 1. und 2. Platz kann ein sehr gefährlicher Platz für die Playoffs in der Viertelfinale. Ich denke, 3. ist ganz richtig und es ist wie es sein soll. Wir sind sehr zufrieden damit, wir sind sehr zufrieden mit unseren Gegnern.
Und ich würde nicht mit diesem Heim- oder Auswärts, Hauptsache wir haben unser Ziel geschafft. Es ist angesprochen vor ein paar Spielen, dass wäre gut, wenn dieses Spiel gegen Wolfsburg für uns nicht eine gravierende Bedeutung hat, dass wir sind auf die Kippe irgendwo und das haben wir uns selbst für uns entschieden. Es gibt immer einen Punkt, wo ist das unser A-Spiel, unser B-Spiel oder unser C-Spiel. Und ich denke, dass in der Zeit, man kommt schon auf einen gewissen, um welcher Preis. Wir wollen etwas schaffen, aber zum welcher Preis. Und wenn es darauf angekommen ist, Tobi, haben wir es geschafft. So, ich würde nicht allzu hineinlesen in dem Statistik. Also würdest du sagen, man hat jetzt einfach auch gewusst, so 50% der Siege erreichen, so seit einem gewissen Zeitraum, seit Januar, das hat man auch geschafft, und war auch irgendwo ein bisschen in den Köpfen drin, dass man, wenn man so 50%... Wir haben auch, Tobi, interne Ziele, wo wir bestimmte Benchmarks erreichen und das haben wir erreicht, mit oder ohne diese Statistik. So, ich würde auch nicht so tief hineinlesen in diesen Trend. Wenn Playoffs kommen, das ist ein ganz anderes Gesetz. Vielleicht noch ganz kurz zur Vorschau. Wie geht es weiter nach morgen? Also gibst du den Spielern ein paar Tage Pause oder hängt es auch ein bisschen von morgen ab? Nein, das hängt nicht von morgen ab. Wir haben ein paar Tage Pause. Das heißt, ihr fangt wieder an Montag, Dienstag? Ein paar Tage Pause, Tobi.